Did you do it? Yes. What did it cost? Everything. Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Dominik, das hier ist Ars Analog und heute zeigen wir beide euch die Leica M4P. Es ist gar nicht so lange her, da habe ich mich zu den M-Kameras von Leica noch ungefähr so geäußert. Wer braucht eine analoge Leica M? Niemand. Aber tatsächlich habe ich diese... Ja, sag ich ja. Und tatsächlich habe ich diese Kamera zu einem relativ guten Preis, einem sehr fairen Preis bekommen. An der Stelle nochmal mein Dank an den Nils aus Hamburg, der sie mir so günstig überlassen hat. Die Leica M4P ist wie die anderen M-Kameras eine Messsucherkamera. Das heißt, es ist eine Sucherkamera mit gekoppeltem Entfernungsmesser, der über den Sucher der Scharfstellung der Objektive dient. Dieser Entfernungsmesser spiegelt ein kleines Bild über dieses Fenster, über Spiegelsysteme in das Sucherbild ein und wenn die Bilder deckungsgleich sind, ist das Objektiv scharf gestellt. Das Ganze funktioniert über einen Tubus in den Objektiven, der einen Hebel in der Kamera hineindrückt, wenn man weiter weg fokussiert. Genau, weiter weg fokussiert. So dass das hier alles mechanisch gekoppelt ist. Rein mechanisch ist auch der Filmtransport und der Verschluss der Kamera. Das heißt, hier handelt es sich um das letzte M-Kameramodell von Leica. Ja, das letzte M-Kameramodell von Leica, das komplett mechanisch ist. Stimmt, später gab es dann noch diese Sonderedition, diese vollmechanischen Filmkameras. Aber aus der reinen M mit Nummernreihe, naja, ist es die letzte. In der Historie von Leitz bzw. Leica nimmt diese Kamera einen relativ interessanten Platz ein. Und zwar ist diese M4P der Nachfolger der M2. Und die M2 ist die Kamera, die die M-Serie bei Leica gerettet hat. Beziehungsweise viele sagen Leica im Allgemeinen. Es wird immer gesagt, die M5 war nicht so erfolgreich, weil die CL irgendwie als günstige Alternative angeboten worden ist. Ich glaube, die Verkaufszahlen und die Zahlen, wie lange das angeboten worden ist, sprechen ein bisschen dagegen. Aber Fakt ist, die M5 blieb wohl hinter den Erwartungen zurück. Also hat man sich das Vorgängermodell, die M4, vorgenommen, hat intern ein paar Änderungen vorgenommen, um die in Kanada günstiger, einfacher, aber wahrscheinlich überwiegend aus dem Grund, dass es günstiger wird, vereinfacht zu fertigen. Und die verbesserte Version dieser einfachen Ausführung der M4 ist halt diese M4P. Das P steht dabei für Professional, vermeintlich. Sie hat entsprechend der M-Objektive einen Mechanismus, der die Linien im Sucher anzeigt, entsprechend der Brennweite, und hat hier einen Brennweite-Vorschauhebel, so dass man die anderen Leuchtrahmen einspiegeln kann. Das Modell entspricht mit den Leuchtrahmen, die es hat, denen, die auch die modernen Leica-Kameras haben. Grundsätzlich kann man sogar sagen, dass man hier im Grunde eine M6 hat mit einem Sucher mit einer 0,72 Vergrößerung, die den Standardsucher auch der heutigen Leica M-Kameras, den digitalen, entspricht. Die Leuchtrahmen sind hier gekoppelt und ich hoffe, ich bringe das nicht ganz durcheinander.
Fangen wir mit dem kleinsten an. 28 und 90, 35 und 135 sowie 75 und dem Standard 50 mm. Aber wie gesagt, das auch heute noch die gängigen Brennweiten. Die Blitzsynchronzeit liegt bei einer 50stel Sekunde, ist leider nicht ganz so schnell und die maximale Verschlusszeit liegt bei einer 1000stel Sekunde. Das ist natürlich begrenzt aufgrund des rein mechanischen Verschlusses. Ich würde aber sagen, bevor es hier groß weitergeht, schauen wir uns die Kamera einmal im Detail an. So, hier haben wir die Leica M4P. Gehen wir einfach mal von oben nach unten durch. Hier haben wir den Spannhebel, den Frame Counter, hier das Zeiteneinstellrad mit dem angegebenen Blitzsynchronzeit von 50stel Sekunden. Neben dem Mittelkontakt Hotshoe haben wir hier noch zwei Möglichkeiten, Blitze anzuschließen. Einmal eine Pronto Compur Buchse für Studioblitze und eine Magnesium Buchse für Blitzbirnen und ähnliches. Heute dann natürlich irrelevant. Wie gesagt, ist das Ganze von Leitz in Kanada hergestellt worden. Hier ist der Sucher. Ich würde euch gerne die Sucherrahmen zeigen und den Rangefinder Patch. Ich habe aber keine Möglichkeit, irgendwie mit der Kamera, die ich nutze, so nah zu fokussieren, dass man es sehen könnte. Aber ich glaube, wer sich für eine solche Kamera interessiert, dem ist bekannt, wie eine Kamera dieser Art funktioniert. Hier ist der Filmrückspulhebel, genau, Rückspulkurbel. Um den Film zurückzuspulen, muss man hier vorne den Hebel umlegen. Beim Öffnen der Kamera oder beim Spannen des Verschlusses springt der automatisch zurück. Schauen wir uns das Fenster hier später an. Normalerweise wäre hier ein Indikator, an dem man so eine runde Scheibe, die darüber Auskunft gibt, welche DIN-Filmgeschwindigkeiten mit den ASA-Filmgeschwindigkeiten übereinstimmen. Der Vorbesitzer hat hier ein neues Leder anbringen lassen und dadurch ist das hier entfernt worden, was mir ganz recht ist, weil es nur irritiert, glaube ich. Hier ist der Hebel für... Hörst du mal auf? Hier ist der Hebel für die Vorschau der Linien, was ganz praktisch ist, da man dann abschätzen kann, wie die Komposition eines Bildes aussehen würde, ohne dass man das Objektiv wechseln muss. Oh, was ist denn los? Das Klaubaby. Das Klaubaby. Einen davon brauche ich. Ohne dass man das Objektiv wechseln muss. Was man tun würde, indem man hier den Knopf drückt und das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn dreht. Da sehen wir den Tuchverschluss und den Hebel hier für die Kopplung des Entfernungsmessers. Was noch fehlt, ist die Unterseite, die man hier, wie bei den M-Kameras üblich, so öffnet und dann entnehmen kann. Hier sieht man den Verschluss und alles ist gut. Es gibt einen Motorwinder, der genutzt werden kann. Der wird hier angesetzt und transportiert dann in dem Fall, in dem Modell, das Bild immer um einen Frame pro Drücken. Da ist der Anfang. Ihr hört, das Ganze ist ganz schön laut, aber wirklich stealthy ist man damit nicht. Aber gut. Entfernen wir das Ganze, können wir auch einen Film einlegen. Was ja auch immer ein beliebtes Thema ist. Man entfernt also die Bodenplatte. Klappt hier das Türchen auf. Und es gibt ja so eine Diskussion, dass das so schwer ist und so mühsam, die zu laden.
die M-Kameras, aber eigentlich ist es ab der M4 relativ einfach, beziehungsweise ab der M3R. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit rausgezogen. Vorführeffekt. Ab der M3R gibt es hier so eine Schnellladespule, also gar nicht mehr die Filmspule, die rausgenommen werden muss. Das wird dann hier einmal justiert und kann dann hier durchdrehen quasi schon eingespult werden. Dann schließt man einfach die Bodenklappe. Hier ist so ein Nüppel. Spannt dann noch zweimal. Man muss natürlich darauf achten, dass sich das hier mitdreht. Und dann ist der Counter auch auf 0 und schon ist das Ganze geladen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Leica M4P ja quasi um eine M6, nur ohne Belichtungsmesser. Das macht erforderlich, dass man einen solchen Handbelichtungsmesser mit dabei hat oder die Sunny 16-Regel nutzt. Das heißt, bei Sonnenschein, ja, bei starkem Sonnenschein mit hohem Kontrast, stellt man die Blende des Objektivs auf 16 und die Verschlusszeit entspricht dann dem Kehrwert der Filmgeschwindigkeit. Das heißt einer Hundertstel Sekunde bei 100 ISO-Film, beziehungsweise hier sind es eine 125. Sekunde. Aber so viel Abweichung um ein Drittelstopp erlaubt so ziemlich jeder Film. Es gibt eine ganze Reihe an Zubehör, zum Beispiel diesen Motorwinder. Der ist ein ganz schöner Klotz sozusagen, der ist laut wie Sau. Und das hier ist die frühe Version, die tendiert dazu, sich ein bisschen hier abzuschrauben, sodass das nicht ganz an der Kamera hält. Aus diesen Gründen gab es später eine Neukonstruktion, die dann auch ein kontinuierliches Schießen von 3 Frames pro Sekunde erlaubt. Hier handelt es sich immer um Einzelbilder. Oh, die Millie hat sich den Kopf gestoßen. Na, komm her. So, das Fehlen des Belichtungsmessers muss man aber nicht unbedingt als Nachteil sehen. Ein fehlender Belichtungsmesser ist das, was ich mir für meine Bessa R gewünscht hätte. Denn der Belichtungsmesser in der Bessa R kollidierte immer so ein bisschen hier mit so Retrofokalobjektiven wie dem Jupiter 12. Und das Jupiter 12 ist ein Objektiv, das ich sehr, sehr schätze. Mit dem entsprechenden Adapter können eben diese M39 Objektive wie das Jupiter 12 oder hier das Jupiter 8 adaptiert werden und mit den 3 entsprechenden Typen werden dann auch die richtigen Framelines, also die Sucherrahmen, eingeblendet, so dass sich das Jupiter 12 hier an der Kamera vollkommen nutzen lässt, was einen Mehrwert gegenüber der M5 oder der CL darstellt, mit ein Grund, warum ich von der CL auf die M4P gewechselt habe. Das soll es dann jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich danke fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Vielen Dank den Sponsoren dieses Kanals. Infos dazu da oben, da unten. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.